Hallo und herzlich willkommen zu The Park, ein psychologisches Horrorspiel, was wir jetzt mal wieder spielen. Freue mich schon lange drauf, habe es schon lange im Auge gehabt auf Steam, auch schon längst quasi eingekauft, im Warenkorb gehabt, immer wieder beobachtet, wann es jetzt rauskommt. Jetzt ist es endlich soweit. Wir sehen hier schon quasi den Parkplatz, wo auch gleich alles starten wird. Ich habe mir die ersten 5 Minuten schon mal angeschaut. Da hat es leider immer mal wieder ein bisschen geruckelt. Hoffe, dass das jetzt ein bisschen behoben ist. Schauen wir ganz kurz, ob die Untertitel auch mit eingestellt sind. Jawohl. Also, das Spiel ist von Funcom. Ich weiß nicht, ob manche von euch Spiele von einem Hersteller kennen. Zum Beispiel The Longest Journey. Das war ein sehr, sehr cooles Spiel. Dreamfall war auch eins, was damals, ich glaube 2008 erschienen ist und auch richtig Spaß gemacht hat. Und jetzt gibt es halt mal wieder ein psychologisches Horrorspiel. Wie gesagt, wir sehen hier schon, da sitzt unser Sohnemann drin, der dann gleich in den Park reinrennt und wir gehen ihm hinterher, wir verlieren ihn. Das ist so die Story, die man auch vorher schon kennt. Und dann passieren natürlich unheimlich viele Dinge. Wir gehen jetzt aber mal ins Spiel rein, weil es fängt erstmal ganz ruhig an. Park is a narrative experience best played in a dark room wearing headphones. It deals with subject matter that may be disturbing to some players. During the course of play, the park may manipulate graphics, audio control settings and your sanity. This is perfectly normal and should not be... Also, es bringt uns nicht in die Klapse, um es kurz zu machen. Ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt. Jetzt so die ersten Bewertungen auf Steam gesehen, da wurde es sehr, sehr positiv besprochen. Da sehen wir auch Funcom Presents. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Where's Mr. Bear? I haven't seen Mr. Bear, Callum. Stay in the car. I'll go and ask information. So, jetzt sind wir hier quasi auch schon drin im Spiel. Wie gesagt, das hat am Anfang ein bisschen geruckelt. Das tut's immer noch. Das ist ein bisschen schade. Mal schauen, ob man das noch eindämmen kann. An meinem Rechner kann es nicht liegen. Der sollte hiermit eigentlich überhaupt keine Probleme haben. So, hier sehen wir unseren Sohn im Auto. Wir spielen die Mutter, logischerweise. Wir sollen jetzt erstmal hier rüber gehen. Also Atlantic Island Park ist das, wo wir sind. Und quasi die letzten Besucher auf dem Parkplatz. Der Sohnemann sitzt noch im wunderschönen amerikanischen Holzkistenauto. Sieht aus, als wären die, wie hießen die, Griswolds damit in den Urlaub gefahren. So, Atlantic Island Park, Bingo! Da sehen wir es auch. Alles ein bisschen gruselig natürlich, das Setting. Ich denke mal, jeder hat jetzt schon vor Augen, wie ein Clown hinter uns herrennt und so weiter. Irgendwelche gruseligen Amusement-Park-Sachen halt. Mal schauen, wie weit wir hier lang gehen können. Ja, wahrscheinlich nicht ewig weit. Da sehen wir auch die Wagen des Vergnügungsparks. Können wir uns hier mal ganz kurz anschauen. Wie gesagt, das ist ein bisschen hakelig. Atlantic Island Park, Park Maintenance, also die sind für die Wartung zuständig. Wissen wir spätestens seit Cartman mal seinen Park gehabt hat, dass das notwendig ist. Wir schauen mal, ob wir uns selbst spiegeln. Ne, wir sehen nur den Schatten. Trotzdem ist das grafisch ganz schön umgesetzt. Das ist natürlich keine Neuerfindung des Rads. Aber es ist ganz nett. Da war mal kurz gerade, hat es mal kurz aufgeflackert. Press die linke Maustaste, um mit der Welt zu interagieren. Dann machen wir das doch glatt mal. Schauen, können wir hier rein? Nö, also aufs Klo dürfen wir nicht. Da ist auch überall rotes Licht, da dürfen wir also nicht rein. Und dann schauen wir mal. Oh, okay. Kaufen wir ein Ticket. Was war das denn? Oh je. Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath. Think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! I think your boy just ran into the park.
I'll unlock the gates for you. Warum kommt er nicht mit? Du willst uns nicht helfen? Diese Ruckler sind so ätzend. Wir sollen jetzt alleine dort reingehen. Press right to shout to Callum. Shouting provides audible and visual clues. Wait for mommy, Callum! This way. Okay, ich würde mal sagen, hier hoch. Ich kann übrigens nicht rennen, falls da jetzt einer überlegt. Die Sonne geht langsam There's unter. something special about the entrance to an amusement park. A line drawn between the real world and the world of whimsy within. On this side, the apathy of our everyday lives. And on the other, anything we might dare to dream. It's no wonder Callum ran back inside. I wouldn't want to leave either. Attention employees, the park is now closed. Have a safe journey home. Was ist das? Oh je. Und Blackout. Ich dachte schon, wir hätten eine kleine Phase, wo wir mal schauen können. Oh je. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Albtraum von jedem. Oh God. The park. What happened here? Okay, jetzt dürfen wir auch rennen. Ich wollte schon sagen, es wäre eher schlecht gewesen. Hier It's haben wir easy eine to get Karte. lost here. Ferris Wheel. Was haben wir noch? Bumper Cars. Ah, okay. Oh je. Also im Trailer habe ich schon mal die Bumper Cars gesehen. Da hinten haben wir das Riesenrad. Oh je, oh je, oh je. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Albtraum von jedem, in so einem Park gefangen zu sein. Deswegen haben sie auch das Spiel gemacht, würde ich mal sagen. Es ist sehr, sehr dunkel. Ich sehe kaum was. You can't catch me. Oh, da ist er. Warum rennst du nicht? Stop! Callum! Oh je. Come Komm. back, Callum! Wo führt er uns hin? Ach du Scheiße. Da gehe ich ganz bestimmt nicht rein. Nein. Wir haben ihn doch da gesehen. Lauf weiter. Hello? Catch me, Mommy. Wo ist er hin? Was war das? I think this belongs to Callum. Ich dachte, wenn wir hochgucken, steht jetzt was vor uns. Was haben wir hier? Chad the Chipmunk, huh? Just a drunk guy in a suit. Chad the Chipmunk, worst in class. Chad can't even seem to pass. Chad gets angry, likes to fight. Chad is beaten every night. Chad will have a dead-end job. Chad will die a useless slop. Das klingt ja schon mal sehr schön. Also, er ist 3-mal am Tag, muss er hier was machen. Hallo Chad. Ah, das ist auch der schöne Chipmunk, den man vom Bild kannte. Können wir hier was machen? Restrooms. Ich würde gerne mal... Nee. Wir spielen ja auch eine Dame. What's this? Purchase the land of or Solomon Island for a pittance. I might add whatever old Archie Henderson did to the locals. Just the mention of his name had people slamming doors and locking shutters from the moment I arrived on the island. My lawyers had arranged everything in advance, but the realtor
still had to come and deliver the keys to me personally. He took it upon himself to offer me another warning. I don't know what you're planning to do with this land, Mr. Winter, but the soil here is bitter with a curse carried from the old country. Old man Henderson, he did terrible dark things. The land remembers, sir. I dismissed him shortly afterwards, mostly amused by his pathetic attempts at warning me off. I have a great vision for this place and the will to see that vision through to the very end. Atlantic Island Park, the name is perfect and I cannot imagine it being anything else. This is the start of something amazing. Also wurde hier auch gewarnt, dass hier schlimme Sachen passieren können, weil das Land verflucht ist. Aber es ruckelt schon ziemlich häufig. Was haben wir denn da vorne? Die Weihnachtsbeleuchtung. Jetzt bin ich hier natürlich so ein bisschen durchgerusht, weil ich da quasi unseren Sohn gesehen habe. Gott. Was sind wir denn hier? Schauen. Ferris Wheel sind wir nicht. Octotron. Sind wir hier unten? Come on, Mommy. Callum? Das war aber sehr nah. Callum? Stay where you are! Kann man das nehmen? Wir haben ihn doch eben gesehen. Oh je. Oh je. Kann ich auch anhalten? Ich kann gar nichts machen. Ich steuere auch nichts. Wir fahren hier einfach durch. Ich kann nur gucken. Alter Schwede. Gleich mal in der ersten Folge machen wir hier eine kleine Fahrt mit dem Schwänchen. Ich befürchte Scare-Jumps. Soll ich einfach mal die Klappe halten oder soll ich meine Furcht ein wenig... Hallo? Near a great forest, there lived a poor woodcutter, his wife and his 2 children. A boy named Hänsel and a girl named Gretel. They were very poor and had very little to bite or sup. What will become of us? The woodcutter asked his wife one night. I tell you what, husband, we will take the children into the thickest part of the forest tomorrow and abandon them there. No, my wife, I cannot do that, said the man. Then we will all 4 starve, you fool. Hänsel and Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. Do not fret, Gretel, Hänsel said. He crept out of the hut and gathered white stones from the ground to fill his pockets. The next morning, the woodcutter leads the children into the forest. Before they leave, their mother gives them a slice of bread and warns them that they will get no more food that day. Clever Hänsel leaves a trail of white stones behind them as they pass into the woods. When their father leaves them, the children wait a while, then follow the trail back to their parents' house. After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hänsel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. Tomorrow I will take them into the woods myself, the wife told the woodcutter. In the morning, their mother gave them a slice of bread and led them deep into the forest once again. Hänsel broke his bread into pieces and left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. But hungry-eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was destroyed.
abandoned by their parents and unable to find the trail home, the children wandered in the forest for 3 days. The children stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. Its walls were made of gingerbread, and its windows were panes of clear sugar. Hänsel, desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls. Nibble, nibble, little mouse. Who is nibbling at my house? An old woman emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy eyes. Oh, you dear children, who brought you here? Just come in and stay with me. No harm will come to you. But Hänsel and Gretel stayed back, for the old woman reminded them of their cruel mother. Come, children, don't be afraid. I have something for you. The old woman offered them 2 enormous lollipops. The children took them and began to eat. You see, nothing to fear here. Come inside, the old woman urged, and the children, still licking their sweets, followed. Alter. Once inside the house, the old woman changed. She stuffed Hänsel into a cage and put Gretel to work, sweeping and cleaning her hut. Your brother will make a good mouthful, the old witch told Gretel. Once he is fattened up, I shall feast upon him. Time passed, and poor Hänsel refused to eat, fearing the day that the witch would eat him. The witch, for her part, grew impatient. Today I will cook and eat your brother, Gretel. Climb inside and light the oven. But Gretel pretended not to understand. I do not know how. Where is the opening? Fool, the old witch said. The opening is here. And she moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove, and the old crone tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Gretel freed her brother Hänsel, and together they lit a fire beneath the oven. And though she screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled, and the witch was cooked. And then, because even children can't survive on sweets, they divided up the body of the old witch and ate her. Und das war die Geschichte von Hänsel und Gretel. Auch wenn das Ende jetzt ein bisschen anders ist, als ich es kenne. Hallo. Alter Schwede. Um den Satz gleich mal zu sagen, ich möchte hier nicht sein. Jetzt haben wir natürlich eine schöne lange Märchenstunde gehabt, direkt zu Beginn. Und ich würde hier gerne raus. Okay. Bisschen was sehen wollen wir ja auch noch. Ich versuche die Folge dann so schnell wie möglich auch noch hochzuladen. Aber es war eigentlich cool, eigentlich wirklich cool gemacht gerade mit der Märchenstunde da drin. Also Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald, von den Eltern ausgesetzt, weil sie nicht mehr ernähren können. Hänsel and Gretel. I used to read it to Callum when the electricity was shut off. Those poor children.
The whole world against them. The forest, the birds, the old witch, even their own parents. I used to imagine that Callum and I were the kids in that story. Not mother and son, but brother and sister, hand in hand against the unkind world. We were always hungry, looking for our own house made of candy, looking for the sweetness that could take the pain away. Hunger leads people to desperate, terrible places where the tree branches reach like claws. Ja. Also sie hat eben auch das immer vorgelesen, wenn quasi der Strom weg war. Eigentlich schade, dass erst der Strom weg sein muss, damit man solche Märchen wieder vorliest. Natürlich sind Märchen grausam. Und was haben wir hier? Das ist nur ein Stein. Natürlich sind Märchen grausam und ich glaube aber gerade sowas bringt Kindern auch immer mal wieder was bei. Ich meine, aus heutiger pädagogischer Sicht ist es wahrscheinlich vollkommen falsch, dem Kind, was am Daumen lutscht, die Geschichte zu erzählen, wie dann der Daumen abgeschnitten wird. Das ist natürlich eigentlich vollkommen brutal und unüblich. Was ist denn das da? Können wir da überhaupt hin? Das ist wahrscheinlich nur ein Springen, können wir eh nicht. Oh Gott, ich will gar nicht, dass da irgendwas rauskommt. Also bislang ist es nicht wirklich mit Scare-Jumps verbunden. Atmosphärisch finde ich sehr, sehr cool. Gefällt mir sehr, sehr gut. Another accident. This place. Also wie gesagt, bislang gefällt es mir richtig gut. Was haben wir hier? Oh je. Alter. Ist das immer ihr Puls, den wir dann spüren? Da haben wir noch eine Nachricht. Despite the constant interruptions to work, Atlantic Island Park will be opening on time. The governor is booked to cut the ribbons, so the only real question is whether we will have any customers. I'm not truly worried. The customers will come out of simple curiosity. I deduced what was needed from the banned writings of Archie Henderson. It's astonishing to think that the resonance of positive emotions can be used to fuel such a process. Henderson himself chose to use negative, and that caused some of the taint that still lingers in this place. I will not make his mistakes. Very soon I will know if this has all been for nothing. Also wie gesagt, die Leute wurden gewarnt, dass das hier kein normaler Ort ist. Trotzdem wurde hier dieser Amusement Park, Vergnügungspark errichtet. Jetzt kommen sogar wichtige Personen, um hier quasi die Schleife durchzuschneiden, das Band durchzuschneiden, um den Park zu eröffnen. Und ich bereue es jetzt gerade ein bisschen, dass ich am Anfang so Callum! durchgerannt bin. Weil ich glaube, wir haben ein bisschen was verpasst. Also atmosphärisch, wie gesagt, sensationell gut. Deswegen gehe ich jetzt hier auch mal ein bisschen langsamer durch, damit wir auch alles mitkriegen. Und wie gesagt, die Story ist, denke ich mal, relativ klar. So ein bisschen Friedhof der Kuscheltiere, um es mal vereinfacht zu sagen. Stephen King wäre wahrscheinlich stolz auf die Schreiber. Vielleicht hat er auch schon das neue Buch jetzt in der Schublade, nachdem er es gesehen hat. Steinschlag nach so einem kleinen Felsen. Ich hoffe, wir sind bei Karglas. Und spätestens jetzt hat jeder den Slogan im Ohr. Schrecklich. So, wir machen die erste Folge etwas länger, da wir ja verdammt viel Märchenstunde hatten, wollte ich jetzt eigentlich noch ein bisschen mehr entdecken. Jetzt sehen wir auch schon das Riesenrad. Na, jetzt haben wir leider gerade einen großen Ruckler dran. Warum ist das Ding an?
Vor allem sieht das aus wie eine riesige Spinne. So. Aber ich denke mal, da wir jetzt, wenn wir hier runtergehen, wahrscheinlich einiges entdecken werden, mache ich mal hier den ersten kleinen Cut und wir sehen uns dann quasi in der nächsten Folge wieder. Versucht die Episode heute noch rauszukriegen und ich denke mal, das ist ein schöner Schlussblick. Da sehen wir, was noch alles auf uns zukommt. Wir haben ja auch gesehen, da war dieser riesige Mund, in den wir noch rein müssen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ich freue mich, wenn ihr damit dabei seid. Ein bisschen die Hosen auch voll. Ich denke mal, wie gesagt, es macht Spaß, atmosphärisch. Natürlich auch nur eine relativ kurze Geschichte. Ich denke mal, so 3-4 Folgen wird es überhaupt nur sein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von The Park wieder. Bis dann.